Was geht, meine Freunde? KobeBjoern ist am Start. Heute gucken wir uns endlich den zweiten Teil von Lavar Balls 5,2 Millionen Dollar Mansion an. Das letzte Mal haben wir aufgehört, genau hier vor diesem Slam-Cover von Lamelo Ball. Falls ihr die letzte Folge nicht gesehen habt, die könnt ihr hier oben einmal abchecken. Ansonsten starten wir jetzt rein in diesen kleinen Gaming-Room. Let's go. If you ever see somebody with it engraved on the pool table, leave him alone. Nice. Eingearbeitet in den Pool-Table. So you're a pool shark? What? Are you good at pool? I'm not a pool shark, because sharks do the swimming. I'm a pool gorilla. I tear up stuff. Okay. Er ist so geil. Oh shit, warte, jetzt sind wir hier im Gaming Room. Das sieht aber alles ein bisschen nostalgisch aus. Also ich habe nie solche Arcade-Games wirklich gespielt. Vor allem hier, der Shuffleboard Champion. Wie alt ist denn bitte Shuffleboard? Genauso wie der TV hier. Das ist bestimmt so eine extra Ecke für Lavar oder so. Atari auch, Miss Pac-Man. Das ist nicht meine Zeit und das ist auch safe nicht die Zeit von seinen Jungs. Come over here to my world's greatest arcade. Arcade? Back in the day, these guys playing PlayStation now. I used to stand up for 5 and 6 hours, man. Yeah, come on, Pac-Man. man. It's got like Dachte ich mir, dass das eher so sein Ding ist. 20 games. I got Dig Dug, got everything, man. But you don't know. Let me see what you got. Oh, yeah, okay. You might know a little patterns or two. Oh, you look like you done did this a couple of times. Yeah, you know, Oh, I have my. man. Nate for der Pac-Man Pro. He tricky, but you You know? ain't gonna get all of them, though. You crazy. You ain't gonna get all And I'm of gonna them. get that. And Woo! Leute, das ist einfach mein Haus. Come on, genau da will ich einziehen. Ich glaube, ich brauche einfach ganz schnell 3 Söhne, oder? Das wird das Erfolgsrezept von Lavar sein. Yeah, Nate, every time I travel and then I come back home, you come back home, I gotta come out here and let them know I'm here. Wetten wir, er hat eine Flagge oder so, die er hissen kann, um zu zeigen, dass er daheim ist? I let them know I'm here. I do it like this. Big Ball is back, baby. Holla at you, boy. Ah, nee, Alter. Ich dachte, das ist safe, er hat eine Flagge, so wie die Queen beim Buckingham Palace. Wenn sie zu Hause ist, dann wird ihr die Flagge gehisst. Damn. Oh, man, he back for sure. We can tell he loud again. Das Logo ist so clean im Pool. BBB in the pool. Yes. I didn't even see that BBB on the Oh, wall. yeah, It's we gotta crazy. let him know, man. We gotta let him know. How you like it? I like it. Lavar hat so eine witzige Energy. You gotta let him know. You gotta show me your putt-putt skills, though. Oh, Since, shoot. Since we out here. Let's get it. There's gotta be a ball in there. Oh, one definitely of my a ball. goddamn. Let me see. Which one you want to hit for? It don't Uh-oh. matter. I'm gonna go over here by the rocks. I'm gonna go All over here the by way- the all the rocks. way Keep down? your eyes all the way down, baby. Okay. Check it out. Lavar hat Shorts an wie Mr. Mike. Watch it. Watch it. Oh, big ball is off a little bit. It's You can tell close. how you been out here. Let me see where you at, though. Let me see where what you I at. got. Wie kann man nur so positiv die ganze Zeit? Wie kann man nur so eine Energy immer haben? Egal, ob er es gut macht oder nicht. Er ist einfach immer, ich bin der Big Baller, let's go. Schauen wir mal, ob Nate ein bisschen Game hat. Ooh. To the left a little bit. Yeah. Oh, yeah. Right where you at. Kameramann hat gar kein Vertrauen in Nate. Der so, ey, Digga, da schwenke ich nicht mal rüber. Ich weiß genau, der hittet nicht. We the same. Shit. We the same, man. That's all we got to do. Oh Mann, ey, das ist mein Haus. Das ist absolut mein Haus. But let's talk about how the media try to, portray the kids to be a certain way, or if they try to bash them and talk down on them. Negativity sells. Death Row Cappy is nice. So you don't want to hear about all the good stuff my boys are doing or the good stuff I'm doing. It's better to have us riff-raff and going at each other. And that's just what it is. People look at that better as far as the media. But people who get to know us is like, man, they're not tripping off of that. So the best thing to do is make us go our separate ways. Because together as a family, we're going to be super strong. Ganz ungewohnt, mal so einen ruhigen Lavar zu sehen. Ich gebe ihm teilweise recht, aber ich muss sagen, er redet sich das gerade auch so ein bisschen schön, weil die Beziehung zu Lonzo und auch die zu Lamelo war auf jeden Fall zeitweise nicht die beste. Ich weiß gar nicht, ob die mit Lonzo mittlerweile wieder gefixt ist. Der hat sich ja ganz stark distanziert von Big Baller Brand. Lamelo ist auch ausgestiegen. Der Einzige, der geblieben ist, ist Liangelo, und das auch nur, weil er keine anderen Optionen hat. When people see you, being hard on your boys, the little bit of tough love that you give them. Right. Like, I mean, that's the saying, tough love. Also erstens, wenn du 3 Jungs im Haushalt hast, dann ist die Love natürlich ein bisschen tougher, als wenn es ein Junge ist und 2 Mädchen. Das ist einfach der Dynamik geschuldet. Und wenn du als Vater präsent bist und du hast 3 Söhne, natürlich werden sich die Söhne immer versuchen, untereinander zu messen und dann auch noch mit dir zu messen. Und dementsprechend musst du natürlich auch Grenzen aufzeigen. Und vielleicht, wenn sie Basketballprofis werden wollen oder in irgendwas sportlich erfolgreich werden wollen, natürlich musst du da ein bisschen härter vielleicht an die Erziehung rangehen. Aber also was
was ich so gesehen habe von der Erziehung, wirklich jetzt rein von der Erziehung gesprochen, fand ich es jetzt nicht crazy, was Lavar mit den Jungs gemacht hat. I don't think it's tough love. It's just love. It ain't tough if you're used to it. But don't comment on how I'm raising my boys. How about you get some boys and raise them and see what you're doing? Yeah, right. But don't be looking all on the outside like you should have did it this way. You should know. I should do it this. Lamelo gönnt sich direkt die Chain mit 4. I think as a parent, the main thing you want to do is make sure that your kids are well taken care of after you leave. And you just want Absolut. to do better than what you've done. Right. Genau, du willst, dass deine Kinder es besser haben als du willst, dass sie mehr erreichen können als du und dafür setzt du die Grundpfeiler in der Erziehung. Das ist das, was Erziehung ausmacht. I think you've won in life if you have a passion for doing something and you happen to get paid for it and you can make a living. That's the best. I think you've won. Well, I have 4 kids, but I have a son that just entered high school, freshman. He goes to my high school. Shout out to Rainier Beach, baby Vikings all day. Yeah. You know, do you have any advice for Da war es so ein geiler Hype, man. Der hat keinen Plan von dieser Highschool da von Nate und sagt, yeah. me as in dealing with the recruiting process when kids, you know, when coaches and... Dazu will ich ganz kurz was sagen, bevor wir Lavar sprechen lassen. Speaking of Recruitment und College. Mir ist vor ein paar Tagen was klar geworden. Und da muss ich sagen, das bereue ich jetzt richtig im Nachhinein, dass ich da einfach nicht dran gedacht habe. Wenn ihr gerade fertig seid mit eurer Schulausbildung und ihr euch vielleicht überlegt, ich würde richtig gerne in die USA gehen, dort Basketball spielen, aber Division I College, so die Top Colleges, da sind einfach Spieler, die sind vom Niveau so viel krasser als ich, das wird nicht klappen, diese Teams brauchen mich nicht. Es gibt nicht nur eine Division, es gibt auch Division 2 und es gibt auch die 3. Division und wenn man sich mal wirklich mit der 3. Division beispielsweise beschäftigt, also ich war jetzt nicht super crazy mit 18, 19, ich konnte ein bisschen Basketball spielen, aber ich war jetzt nicht crazy, das nächste Talent für die Pro A oder so. Ich bin mir ziemlich sicher, ich hätte bei manchen Division 3 Colleges mitspielen können, wenn ich mir so deren Teams angucke und wer da auf dem Feld ist und was die für Game-Highlights hochladen. Also überlegt euch mal, ob ihr nicht, wenn ihr in eurem Abschlussjahr seid oder einfach immer noch die Chance gerade dazu hättet, überlegt euch mal, ob ihr nicht einfach ein kleines Tape zusammenstellt, das an ein paar Coaches schickt, an ein paar Schulen schickt und schaut, was abgeht. Vielleicht werdet ihr ja recruited, vielleicht haben die Interesse. Nur so als kleiner Tipp, also es gibt auch Division 2 und Division 3 und es muss ja auch nicht jeder NBA-Pro werden, aber alleine die Möglichkeit, 4 Jahre in den USA Basketball zu spielen oder wie lange auch immer, wie geil ist es bitte? Und das natürlich mit einem Stipendium aufgrund deiner Basketball-Skills, also besser geht's nicht. Ich muss sagen, das beschäftigt mich gerade ein bisschen. Don't go to the school because of the name. Sometimes it's better to go to a college that's maybe closer to home that has a coach that believes in you. Das ist praktisch das, was ich gerade gesagt habe. Geh nicht zu der großen Schule, dem Division I Programm, wo du maximal auf der Bank sitzen wirst als 12. Mann. Geh vielleicht zu einer Division II School oder Division III und schau einfach, was abgeht. Und wenn du mit dem Coach cool bist und der dir Spielzeit gibt, ist doch richtig nice. Und dann spielst du halt nicht an der UCLA, sondern spielst irgendwo in Kansas oder so, bei irgendeiner Kack-Uni. Aber du hast trotzdem diese Erfahrung für ein paar Jahre. To do what you do to be successful. Do you want your family to come see you? A lot of people saying get away from home. That's if you talented as hell, you in the hood, all your friends are gangbangers and been in jail, and they waiting for you to go to school, and they want to come hang out with you and party. That's when you say, I'm going to take my ass to Nebraska. I got to go to Nebraska because you don't have all your friends looking for tickets and families and all that. That's the thing. But if you're already cool in your surrounding, and you had your family behind you, why wouldn't you stay home? Es war ein guter Punkt. Also ich bin richtig überrascht, dass Lavar hier jetzt so ein bisschen Sinn die ganze Zeit ergibt. Do you think all that you talk, I wouldn't necessarily say for them, but just about them, does that weigh on other players that really want to, you know, go after them in the games and, you know, Der Einzige, den ich gesehen habe, der das gemacht hat, war Patrick Beverley im ersten Game von Lonzo. Das war wirklich sehr deutlich, dass er ihm die Grenzen aufzeigen wollte, was im Nachhinein sogar so ein bisschen corny ist, weil Lonzo letztendlich halt nie was dafür konnte, was sein Dad die ganze Zeit gelabert hat. Ich habe jetzt nicht gesehen, dass sonst die Ball Brothers bisher auf dem Feld besonders getargetet wurden. Here's this thing right here. I'm from the hood. When we beat your ass, we be like, get the hell up out of here. Y'all sorry as hell. You'll never play. People be like, your boys are nothing like you, Lamar, because they're raised in Chino Hills. They're not raised in South Central. I want the best person's game to go at my son the hardest. That's what competitive stuff is. Absolut. Was anderes würde ich auch nicht wollen. Why would I want everybody to go easy on my sons? Play your best game against them.
Ja, aber das ist, schau, wie er sich das gerade zurechtdreht. Nate guckt auch gerade so, ey Bro, das habe ich dich nicht gefragt, come on. Nate hat es eigentlich so gemeint, guck mal, du talkst so viel Shit, dadurch machst du deine Jungs doch zu einer Zielscheibe, ist es schon passiert? Und darauf sagt dann Lavar, ja, aber ich will ja, dass jeder sein perfektes Game bringt. Ja, die Leute bringen auch ihr A-Game, wenn es gegen deine Söhne geht, wenn sie einfach die krassesten on the block sind. Das hat nichts damit zu tun, dass du davor noch Smack talken musst. I have confidence in what I put into my boys. 20 years of training, hard work. Like when I said he was better than Steph Curry. I don't know what Steph Curry does, but I know what I did with my boy Lonzo. So I'll put my stuff up against anybody. Facts. Überhaupt nicht Facts, Nate. Da muss ich widersprechen. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Seine Aussage war jetzt, ich weiß, wie hart ich Lonzo trainiert habe. Ich weiß aber nicht, wie hart Stephen Curry trainiert. Deswegen kann ich sagen, Lonzo ist besser. Das ist Quatsch. Lonzo war damals ein Rookie oder vielleicht noch nicht mal in der NBA, als er schon solche Sachen gesagt hat. Und da hat er, sagen wir, einen Rookie gegen den zweifachen MVP gestellt und meinte, er ist besser. Also das hat überhaupt nichts damit zu tun, worüber wir eigentlich geredet haben. Till you beat him. That's my product. Yeah, so my boy, he goes hard. All of them, they work hard, extremely hard. I just want them to, I told him, I said, man, I might not be perfect, but the blueprint of making it is grit, is the hard work that I put in. If I don't leave you nothing, I'm gonna leave you, you're gonna know how to work hard. Absolut, also wenn jemand hart gearbeitet hat, dann Nate. 1,75 maximal groß, Riesentalent im Football und im Basketball gewesen. Am College hat sich dann für Basketball entschieden, kam in die NBA, hatte eine solide Karriere, war jetzt nie ein Star, hat nie Championships gewonnen, aber er hat sein Geld gemacht, er hat gut gespielt, er hat seine Familie abgesichert, arbeitet jetzt hier und da noch in der NBA, ist manchmal in irgendwelchen Shows unterwegs. Alle lieben Nate, keiner hat was gegen ihn. Also er hat alles richtig gemacht und mit der kleinen Größe kommst du wirklich nur durch die härteste Arbeit dahin, wo du hinkommen willst. You know how to work hard, you know how to get whatever you want. Whatever you want. Facts. People don't look at that hard work like that, man. I never told them, when you get 20, you're gonna have all the money. I keep telling them you're trying to be the best ever. Right. And you already got a better start than Michael Jordan on the fact that you're earlier. My boys win 3 or 4 championships in a row and win more than 6, win 7. You're better than Jordan. You go. The GOAT, man. Why not? Oh Gott, wie er echt diese Vorstellung hat, dass alle 3 im gleichen Team spielen und dann auch noch Multiple Championships gewinnen. Wie soll das überhaupt funktionieren, wenn Lonzo und Lamelo die gleiche Position spielen? Ey, come on. Somebody gotta be. Hey, but they're so young, they hook up early together. It's a wrap. Man, if you pull that off, bro, you need to be going for president, bro. Listen, you pull out 3 ball brothers on the same team, bro. Listen, bro. You feel me? Dave, I appreciate you, dog. Thank you for having me, bro. This is lovely, man. Appreciate you, bro. Thank you so much, Much bro. love. Much love. Das war cool, das war wirklich eine geile Folge. Ah ne, warte. Oh shit, hier geht's ja noch weiter. I'm gonna show you something you ain't seen, man. Big ball away room. The big ball away room. Das ist der Big Baller Weight Room. This that penitentiary pig iron. Ja, aber You don't know nothing about no 25s, old school. This the heavy duty right here, man. See, you talking about 45s, man. Look, we got 50s on the ground with the little holes. Okay. You ain't seen no dude bench. You bench 400, 500. You ain't seen no boy bench 700. Who's doing that? Dudes in the hood used to do that where we was at. He tell you. You ain't never heard nobody, hey, that brother do 14 quarters on each side. You know what 14 That's quarters crazy. on each side? 700. Don't nobody hear it like that. He said, how many quarters you last? We had 14 on each side. That's tough. Hey. That's too heavy. Hey. Okay, das war jetzt noch ein bisschen Quatsch am Ende. Udonis Haslams Florida Paradise. Vielleicht gucken wir uns das demnächst mal an. Schreibt mir in die Kommentare, ob wir uns noch mehr Häuser angucken sollen und dann von wem. Ich würde mir das hier auf jeden Fall gerne angucken, aber wie gesagt, bin offen für eure Vorschläge. Okay, Leute, schweren Herzens trenne ich mich jetzt hier von meinem Traumhaus. Ein paar von euch haben geschrieben, dass es ihnen gar nicht so gut gefällt, dass scheinbar die Farbe nicht so ihr Ding ist. Ich finde das ganze Haus einfach nur perfekt. Ich kann euch nicht sagen, warum. Es trifft absolut meinen Geschmack, wirklich. Von diesen torartigen Gängen überall zu dem Pool, zu diesem Grün hier, zu diesem kleinen Weg hier entlang, die Auffahrt, das Tor vorne. Das ist einfach mein Haus. Also sollte ich es irgendwann mal schaffen und sollte ich mal richtig viel Geld haben, dann, meine Freunde, werdet ihr mich in so einem Haus sehen und dann lade ich die ganze Community aus Deutschland ein, lass alle einfliegen und dann verbringen wir hier Zeit. Einen Basketballplatz brauchen wir
halt noch. Also ich hoffe, dass der hier oder hier vorne vielleicht noch irgendwo gebaut wird, weil ohne Basketballplatz werde ich nicht in so eine Villa einziehen. Ich habe einfach Standards, ne? Also wenn ich in eine Villa einziehe, dann muss sie auch einen Basketballplatz haben. Come on. Spaß beiseite, Leute. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn ihr Vorschläge habt für weitere Videos, dann haut sie gerne in die Kommentare. Jeden Tag um 16 Uhr droppt hier ein neues Video, egal ob Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, every day um 16 Uhr. Deswegen abonniert gerne den Kanal, schaut jeden Tag um 16 Uhr hier vorbei. Ich bin jetzt erstmal raus. Haut rein, meine Freunde. Peace.